Hi, mein Name ist Jan und hier bei Cybus bin ich Teil des Engineering Teams. Der Grundgedanke der Cybus Connectware ist es, eine Infrastruktur bereitzustellen, die in ihren Grundkonzepten an die des World Wide Web angelehnt sind. Dabei stellen Services Daten bereit, konsumieren diese oder verarbeiten sie. Wie genau das im Detail aussieht, das möchte ich in diesem Video zeigen. Jetzt befinden wir uns im Webinterface der Cybus Connectware, der einfachste Weg, um die Software zu konfigurieren und Interaktion auszuführen. Wir befinden uns hier im Services-Tab, wo alle Services aufgelistet werden, die aktuell auf der Connectware installiert sind. Wie wir sehen, ist aktuell noch kein Service installiert, aber das werden wir jetzt ändern, indem wir eine Steuerung anbinden werden. Um die Steuerung anzubinden, müssen wir ein Service Commissioning File in die Connectware laden. Das funktioniert über diesen Add Service Button. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, dass wir uns einen Service auswählen, der in Form eines Service Commissioning Files bereits auf meinem Computer vorhanden ist, und den können wir jetzt auswählen und in die Connectware laden. Jeder Service, den wir installieren, braucht einen speziellen Namen. In diesem Fall benennen wir den Service S7PLC, so finden wir ihn später immer leicht wieder. Zusätzlich zu der Service-ID gibt es auch noch eine IP-Adresse, die wir definieren müssen, denn wenn wir eine Verbindung aufbauen möchten zu einem Endgerät, brauchen wir immer eine Adresse, unter der wir dieses erreichen. Wir installieren diesen Service und sehen, dass jetzt der Service in der Cybus Connectware angezeigt wird. Mit einem Klick auf den Service kommen wir in die Service Details Page. Hier werden alle Informationen angezeigt, die diesen speziellen Service auszeichnen. Wenn wir den Service jetzt also aktivieren, dann wird eine Verbindung von der Cybus Connectware aufgebaut zu diesem Gerät und die Daten von der Steuerung gelesen. Wir sehen hier unten die jeweiligen Ressourcen, die dafür nötig sind. Das sind zum einen die Connection, die aufgebaut wurde zu dieser Steuerung, um darüber dann, und dafür nutzen wir eben diese Endpunkte, über diese Endpunkte die Temperatur und den Druck kontinuierlich aus der Steuerung zu lesen. Wenn wir uns diese Live-Daten jetzt angucken möchten, dann können wir hier auf den Explorer-Tab klicken und sehen hier oben alle Topics, über die gerade Daten in die Cybus Connectware fließen. In diesem Fall haben wir unsere S7PLC-Steuerung und wir können jetzt genau die Live-Daten vom Sensor beobachten. Wir können uns das Ganze jetzt nochmal im Detail angucken, was passiert eigentlich unter der Haube, wenn wir einen Service installieren und eine Verbindung zu einer Steuerung aufbauen. Das Ganze sieht so aus, dass wir in den meisten Fällen irgendwo eine Datenquelle haben, also zum Beispiel ein Device, das uns jetzt kontinuierlich die Temperaturdaten zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite haben wir dann oft eine Datenbank, wo zum Beispiel die Daten nachher abgespeichert werden sollen. Die Frage, die wir jetzt haben, ist also, wie kommen die Daten von der Quelle bis zur Senke? Und in unserem Fall haben wir dafür die Cybus Connectware, die zwischen der Datenquelle und der Datensenke etabliert ist. Und wie schon vorangestellt gesagt, benutzen wir sogenannte Services, um diese Daten bereitzustellen. Services stellen Funktionen zur Verfügung, die dann eben Daten von Sensoren auslesen, die Daten bereitstellen für andere Quellen, die Daten transformieren. Ein Service besteht jetzt immer aus einer Menge von Ressourcen. Das heißt, wir brauchen mehrere Ressourcen, die wir definieren, um dann die Verbindung zu dem Gerät und auch zu anderen Assets herzustellen. Als erstes Mal brauchen wir eine Verbindung, also eine Connection Resource, die die Verbindung zur Steuerung aufbaut. Über diese Verbindung können wir dann eben sogenannte Endpunkte definieren. Diese Endpunkte sind tatsächliche Adressen in der Steuerung, über die wir dann die Daten auslesen können. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich diese Daten auch in die Datenbank schreiben. Das heißt, für die Datenbank brauchen wir genauso auch eine Connection Resource. Und genau wie eben für den Temperatursensor brauchen wir auch eine Endpoint Ressource, die eben genau sagt, wo in dieser Datenbank sollen die Daten später abgelegt werden. Jetzt bekommen wir die Daten einmal von der Quelle, also unsere Temperaturdaten werden kontinuierlich übertragen. Und wir wissen genau, wie wir diese Temperaturdaten in einer Datenbank abspeichern, um sie dann später weiter zu verarbeiten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, das ist das sogenannte Mapping. Und das sogenannte Mapping verknüpft eben den einen Endpunkt mit dem anderen Endpunkt und leitet die Daten von Datenquelle zu Datensenke weiter.
Die Cybus Connectware stellt natürlich noch eine Vielzahl weiterer Funktionen zur Verfügung, die aber den Rahmen dieses Videos sprengen würden. Für die Vernetzung einer kompletten Fabrik, eventuell sogar über Standorte hinweg, wären natürlich noch deutlich mehr Services nötig. Wie genau das aussehen würde und wie genau das funktioniert, das zeigen wir in einem weiteren Video.